Moin Keno, moin Leute, wir sind heute wieder in dem Teen und heute bauen wir Kenos Koffer zusammen. Hail Moi. Ich bin so mega gespannt, weil wie gesagt, beim letzten Mal haben wir gesehen, wie die ganzen Bauteile zusammengesetzt werden. Und nun möchten ihr natürlich alle sehen, wie das im Gesamten aussieht. Ne? Also, es wird geheiratet. Wir werden deinen Koffer mit dem Fahrgestell verheiraten. Ne? Bevor wir den Koffer aber verheiraten, müssen wir ihn erst zusammenstecken. Boden, Seitenwand, Dach, Stirnwand, Deckportal. Und dann kommt aus meiner Sicht die noch wichtigere Hochzeit. Ja. Was kann das sein? Boah, das wird mir ganz Das schwarze Biest muss angeschlossen werden. Genau. Und das wollen wir uns auch im Detail angucken. Ja. Hier hängt ein Chassis. Ja. Das kommt aus der KTL-Anlage, KTL plus Pulver. Hier werden eben die einzelnen Teile, die man braucht, Elektrik, Luftschläuche, Luftballen. Heck, Buttrolls montiert. Hier werden die Achsen montiert, ziemlich wichtiges Bauteil. Ja. Das ist geil hier. Ja, immer Sicherheit, viel Kreisschutzventil, vorne zack, zack, zack. Hinten ganz wichtig, brauche ich Schicklicht. Verriegeln, wenn ich absattel und nicht aufsattel. Das ist schon geil, ne? Safety first. Ne, dann kann auch nichts passieren hier. So, auf geht das. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer für die Menschheit. Ja, richtig präzise. Mama, Papa, ich weiß, ich bin jetzt schon mittlerweile ein bisschen älter, aber man hat ja manchmal noch so Wünsche und Träume, ne? Ich glaube, dieses hier ist ein Wunsch von mir. Geil. Das ist auch. Herrlich. Diese Laufruhe und diese unheimliche Power, die dahinter steckt, ist Wahnsinn. Alter! Ja! Das ist abgefahren. Das ist richtig geil, Alter. Vor allem, das ist gelasert, ne? Das ist gelasert. Es ist nicht aufgeklebt, Leute. Das ist Heavy Metal ist es. Oder wie wir aus Pisa sagen, Elmo ist das, ne? Das ist richtig schier, ist das. Ey, das ist richtig schier. Danke, danke, danke. Danke. Überraschend mir gelungen. Genau, wir sind hier bei der Zusammenbaustation. Ja. Wir haben ja gestern deinen Boden gehämmert und dann geschäumt und Alu-Riffelblech drauf. Wir haben deine Wände geschäumt, ein Dach, die Stirnwand und die Heckportaltüren. Genau. Dann haben wir die Verbindungsprofile ja aufgebracht. So, und heute bauen wir die ganze Kiste zusammen. Das beginnt damit, dass die Wände in dieses Gestell gestellt werden, schräg. Dann wird der Boden reingelegt. Und dann werden die Wände gerade gestellt und dann greift der Dreizack in den Zweizack. Ja? Also Dreizack, da muss ich jetzt so ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich jetzt aushole. Wir haben doch gestern Keno diese Verbindungsprofile gesehen. Ah, Da ja, war ja. ein jetzt- Dreizack und ein ja, Zweizack. Ja, jetzt was miteinander geschoben haben, ja. Man sieht hier bei der Sockelsteuerleiste diesen kleinen 30 mm Steg. Ja. Den legen wir gleich auf den Boden auf. Das heißt, die Wand steht auch auf dem Boden. Letztendlich ist deine Box, deine Kühlbox, eine selbsttragende, verklebte Box. Ja. Du findest nur sehr wenige Schrauben. Es ist eine zusammengeklebte Box. Die wenigen Schrauben, die du findest, sind hier an der Stirnwand. Hier siehst du noch mal sehr schön Stahldeckschicht unten, in der Mitte der PU-Kern und Stahldeckschicht oben. Immer wieder das gleiche Prinzip. Ja. Ja? Ey, das ist so Wahnsinn. Ne? Ich meine, ich kann mich noch erinnern, in der einen Station, wo wir das alles über Kopf gesehen haben, der Kleber da rein lief oder der Schaum und jetzt siehst du, dass die wieder da reingesetzt wird. Ja, das ist das Schöne. Du hast hier ein Werk mit sehr viel Fertigungstiefe, wo wir Coils anliefern, aus deinem Coils die Seitenwand Ja. zusammensetzen. Dann packen wir Schaum rein und.
Richtig schier. Das muss man immer machen. Ne? Das kennt jeder, der einen Flaschenschrauber. Du musst immer diesen. Warum man das macht, weiß man nicht. Aber man muss es machen. Kennst du Cars, diesen Film Cars? Ja, klar. Da ist dieser kleine Ja, Stab, gerade ja, Stab, ja. Guido, ne? Ja, genau. Ja, Guido, nichts zu glauben, oder? Mega geil. Ist so. Richtig schier. Okay. Ja. Richtig schier am alles schweißen. Und wenn man genau hinhört, ich weiß nicht, ob man das hört, aber diesen Drahtfluss, das ist ein so schönes Geräusch immer. Ich dürfte natürlich jetzt nicht mit den Augen reingucken, aber ich will trotzdem gucken. Das ist heftig. Schwebt einfach hier so rüber, ne? Soll ich mir noch ranhängen, so? Guido, pass mal auf. Ja? Also das ist sehr flexibel, aber wichtig ist eben, es ist ein durchgehendes Chassis und wir ziehen somit das Chassis und nicht die Box, Ja. weil hier der Kingpin sauber in einer massiven Stahlplatte verschraubt. Ja. Das ist geil. Das gibt natürlich ein gutes Gefühl, ne? Die sind schon fix. Und vor allem, das sind echte Profis. Ja. Also das sind richtige Künstler. Ne? Also noch mehr als du. Verstehst du? Ja, also ich meine, ich krieg das ja noch nicht mal hin. So ein 30 Zentimeter Ding. Ja, wenn wir manchmal so Veranstaltungen haben und ich schnell aufs Auto kleben muss, selbst da schaffe ich es, Blasen reinzukriegen. So, ne? Und ihr, so. Nee, top, finde ich gut. Das ist geil. Kannst du mir mal so ein bisschen den Tüdel da drum, oben und unten, rechts und links erklären? Verständlich. Das Äußere soll ein Zahnrad darstellen, ja? Weil ich Schrauber bin. Ich bin gelernter Mechaniker. Denn der untere Teil, die Ähren, meine Verbindung zur Landwirtschaft. Ja. Ich komme vom Land, ne, Ja. dieses Trecker fahren, so wie mich viele auch kennengelernt haben. Dann das Keno Fight 2017. Da fing es an, der Durchbruch. Was war der Durchbruch? Die Schwatten Ostfriesjung. Und das Ganze bin ich. Warum Thermo King? Ich muss ein bisschen ausholen, ja. Als Kind habe ich ja schon immer auf Achse geguckt, ja. Mit Franz Meersdorf und Günter Willers, ne? Manfred Krug und Rüdiger Kirstein. Die haben aber MAN gefahren und keinen Scania. Aber ist egal. Das ist egal. Und da gab es halt mehrere, auch in Afrika und so waren wir unterwegs. Oh, und haben wir Kühler gefahren. Und da war damals schon Thermo-King dabei. So, guck dir die Folgen mal an. Die haben Thermo-King schon gehabt. Okay. So, für mich ganz klar, Thermo-King, weil was in Thermo-King. Afrika funktioniert, dann wird hier auch immer seine Leistung bringen. Dein Auto ist jetzt zu 97,83% fertig. Was sagst du? Weil ich so sage, halt, Was sagst du? du, ja, wir haben jetzt gesehen, wie er zusammengebaut wird, der ganze Koffer und so, das ist schon bam, das ist wow, das ist geil. Ne, und das ist schon schier. Aber was fehlt von dem Schier? Das Punkt Schier. Aber wie das denn aussieht, das seht ihr dann, wenn ich ihn abhole. Da.